würde sagen, das ist ein Riesenglück in meinem Leben, so leben zu können. Mit solchen wunderbaren Orchestern, Dirigenten, Repertoiren, auf der Bühne zu sein, ein Publikum zu haben. Das Publikum, die einer folgt, die an einem glaubt. Es ist sehr wichtig eigentlich, dieses Publikum, diese musikalische Familie aufzubauen, denn das Publikum kommt wieder zu einem Konzert, wenn sie wirklich etwas erlebt haben, wenn sie etwas mit nach Hause mitnehmen. Das heißt, für mich, jedes Konzert, das ist extrem wichtig, denn ich will nicht ein Konzert mehr in meinem Kalender haben, sondern dass jedes Konzert irgendwie etwas bei den Menschen so hinterlässt, dass sie fast brauchen, nochmal zu kommen. Denn ich auch weiter noch was teilen will, neue Projekte, neue Ideen. Und dann baut man so damit sein Publikum auf im Prinzip. Ich glaube, das war mein Schicksal. Ich bin in eine Familie geboren und der Grund, warum ich mich genannt haben soll, es ist ziemlich stark, denn meine Mutter hat Zwillinge verloren vor mir und sie wollte unbedingt noch ein Kind haben. Ich habe schon eine autistische Schwester, also es war sehr mutig von ihr. Und mein Vater hat gesagt, nein, wir haben jetzt nicht noch ein Kind, weil es ist zu riskant, es ist zu viel passiert schon in der Familie. Und sie wollte unbedingt ein Kind. Und sie hat gesagt, wenn es ein Mädchen ist, sie wird sich Sol nennen, denn es ist wieder die Sonne, die nach Hause kommt. Also es hat mit Musik eigentlich nichts zu tun, aber es hat eine sehr starke Emotionalität, finde ich, da. Und ich glaube, dass diese Art von vielleicht von Strahlen, die meine Mutter wahrscheinlich gespürt hat, als dieses Kind zur Welt gekommen ist in mir angekommen, definitiv. Dieses Konzert habe ich tatsächlich wahrscheinlich von den romantischen Cello-Konzerten am meisten gespielt, auch in sehr wichtigen Momenten meines Lebens. Also es ist eine von diesen Konzerten, die gibt den Solisten sehr vielen interpretatorischen Raum, um singen zu können, um weinen zu können, um eine Art von Rhetorik durch Klängen gehen zu können. Und bei mir, ich brauche das vor allem im Leben und die Musik gibt mir die Möglichkeit. Ich habe als junger Mensch viele Instrumente ausprobiert. Ich habe Klarinette ausprobiert, Klavier ausprobiert, habe ich gesungen, Geige gespielt. Und trotzdem war das Cello sehr, sehr deutlich mein Instrument. Es heißt, es war schon eine Auswahl, es war schon eine Passion, es war schon dieses Instrument und nicht ein anderes. Denn tatsächlich die Bandbreite, die ein Cello hat, die Stimmlagen, wir sind fast wie ein Chor, wir haben alle Möglichkeiten da.
weiß es nicht, ob es eine Mission ist. Es ist auf jeden Fall meine Passion und ich mache das wirklich mit meinem ganzen Herzen und warum ich das auch so viele Jahre machen kann und auch mich noch so jung fühle, wie wenn ich jetzt noch 20 wäre, aber mit der Erfahrung von jemandem, die 40 ist, das macht mein Leben eigentlich so spannend im Moment. Denn man spricht immer über jung wieder sein wollen oder jünger aussehen wollen. Das Komischerweise wünsche ich mir gar nicht. Ich mag diese Erfahrung von 40 zu sein und vieles schon erlebt zu haben und doch noch vieles zu erleben zu haben. Ich glaube, es ist ein wunderbares Alter im Moment, wo ich, sagen wir es, schon viel von der Musikwelt gesehen habe. Ich kann viel besser heute auswählen, was ich mich wünsche und warum ich es mir wünsche, mit wem ich arbeiten will und der Grund, warum es so ist. Ich glaube, die musikalischen Affinitäten sind mir heute wichtiger als ein Konzert, mehr oder weniger. Der Druck ist da irgendwo in der Luft. Die große Frage ist, wie man als Mensch damit umgeht. Und trotzdem glaube, dass man an sich glauben muss, unabhängig davon, ob man diese Einladungen wieder hat oder nicht hat. Viel wichtiger ist, dass wenn man auf eine Bühne kommt und tatsächlich nochmal ein besonderes Konzert gibt. Aber gleichzeitig glaube ich, dass wenn wir jedes Konzert etwas Besonderes hinterlassen, früher oder später kommen die Konzerte mit diesen großen Orchestern. Ja? Vielleicht nicht sofort, vielleicht in 3 Jahren. Aber es gibt etwas Wichtigeres, das ist Qualität und nicht Quantität. Und das versuche ich daran zu arbeiten, immer noch mehr, je älter ich bin. Es fasziniert mich natürlich, dieses unglaublichen Klangkörper eines Orchesters, aber dass ich mein Instrument nicht mehr hätte, würde mich fast etwas fehlen. Also ich würde nicht die gleiche sein ohne dem Instrument. Das heißt, ohne Cello bin ich natürlich schon ein Mensch, logisch, und bin ich komplett als Mensch. Aber auf der Bühne, ohne mein Instrument, welches mich auch als Person entwickelt hat, werde ich nicht die gleiche. So, ich glaube nicht, dass ich ohne Cello leben könnte. Ich glaube, dass unabhängig davon, dass mein Körper sicher älter wird, meine Seele will ich noch jung behalten. Und meine Seele wird sicher weiter das brauchen. Man muss gucken, wie mein Körper geht, weil man hat sehr viel Energie, aber das, was am schwierigsten, glaube ich, in unserem Leben ist, es ist tatsächlich die Reisen, das Packen, das nie zu Hause sein zu können. Und ich glaube, je älter ich werde, desto mehr schätze ich, was Zeit bedeutet. Und Zeit ist nicht nur mit seinen Lieben, aber auch mit sich selbst.